In diesem Video möchte ich mich beschäftigen mit den 24 cm TEI Blechwagen, die Märklin in insgesamt 3 unterschiedlichen Versionen herausgebracht hat. Und die erste Variante von Märklin kam 1966 auf den Markt. Hier ist ein Bild aus dem 1966er Katalog. Waren damals 4 unterschiedliche Wagen, wobei der eine noch 5. Wagen in der Variante mit Schlussbeleuchtung herauskam. Im gleichen Jahr hat Märklin die passende Zuglokomotive, die 3053, herausgebracht. Ich denke, eine Zugkombination, die jeder kennt. Ich habe hier mal kurz ein Bild von meiner 3053, wobei ich mich hier mit der Lokomotive heute nicht beschäftigen wird. Da habe ich letztes Jahr schon mal ein Video drüber gemacht. Das verlinke ich euch am Ende von diesem Wagenvideo. Und die ersten Varianten von Märklin hatten die 50er Nummern, das heißt die 4055. Hier von Märklin der TEI Abteilwagen. Unter der 4056 der TEI Großraumwagen. Unter der 4057 der TEI Speisewagen. Und unter der 4058 der Barwagen. Und als 4059 dann nochmal der gleiche Abteilwagen wie die 4055, hier allerdings jetzt mit Lichtkörper für die Innenbeleuchtung und Schlusslichter. Alle 5 Wagen waren ohne Inneneinrichtung und hatten das Zuglaufschild Basel SBB nach Hamburg. Und diese Wagen wurden von Märklin 1966, 1967 in dieser ersten Variante so gebaut. Dann haben wir die zweite Variante von Märklin, und zwar bekamen die Wagen hier alle eine individuelle Inneneinrichtung, was ich für damalige Verhältnisse richtig klasse fand. Und ich finde, das hat die Wagen nochmal richtig aufgewertet. Das Zuglaufschild Basel SBB nach Hamburg ist hier noch gleich geblieben. Und in dieser zweiten Variante wurden die Wagen von 1968 bis 1970 so gebaut. Und Märklin hat gleichzeitig die Nummern geändert. Aus der 4055 wurde die 4085, aus der 4056 wurde die 4086 und so weiter. Die Wagen sind hier immer noch gleich geblieben. Das heißt, es handelt sich weiterhin um diese 4 Wagen plus die Variante mit der Schlussbeleuchtung. Und 1969 hat Märklin mit der 4090, diesen markanten Aussichtswagen, den wohl jeder kennt, dann sozusagen den Zug komplett ergänzt. Dieser Wagen hat dann direkt die UIC-Beschriftung bekommen und als Zuglaufschild hat er dann auch nicht mehr Basel SBB Hamburg, sondern hier haben wir das Zuglaufschild München Dortmund. Den Unterschied der beiden Beschriftungen könnt ihr dann hier nochmal sehen auf der Seite der Wagen. Der obere Wagen ist die ältere Variante, einfach mit dem DB-Keks. Und unten ist die UIC-Beschriftung unter dem DB-Keks direkt auf dem Wagenkasten aufgedruckt. Und diese wurde dann von Märklin wohl bei allen Wagen ab 1971 eingeführt. Und hier seht ihr dann auf der linken Seite das Zuglaufschild, mit dem die 4050er Varianten bedruckt waren und die Anfänge bzw. die zweite Variante der 4080er Nummern von 1968 bis 70 mit dem Basel SBB nach Hamburg und auf der rechten Seite dann ab 1971 einhergehend gleichzeitig mit der UIC-Beschriftung das Zuglaufschild München nach Dortmund. Und ab 1971 hat Märklin dann auch das Lokmodell gewechselt und der 3054 hat Märklin die nächste Variante der Baureihe 1 und 3 herausgebracht. Darauf möchte ich aber auch nicht groß eingehen. Hier ist nochmal ein Bild von meiner Lokomotive, die ich letztes Jahr relativ günstig erwerben konnte. Und das verlinke ich euch aber hinten nochmal am Ende vom Video auf das Video, was ich über die Lokomotiven letztes Jahr schon gemacht hatte. Und hier haben wir dann die 4085, meinen Abteilwagen in der 3. Version mit der UIC-Beschriftung. Dieser wurde dann gebaut von 1971 und in die Hobbyreihe übernommen und wurde in der Variante wohl bis 2003 gebaut. Hier haben wir dann die 4086, den Großraumwagen in der zweiten Variante. So wurde er gebaut von 1968 bis 1970 und der Großraumwagen wurde dann mit der UIC-Beschriftung von Märklin auch nur bis 1973 produziert. Hier haben wir die 4087, den Speisewagen, hier bei mir die UIC-Variante. Diese wurde dann auch in der Version, in
das Hobbyprogramm übernommen und wurde auch bis 2003 so produziert. Hier haben wir dann die 4088, den Barwagen. Bei mir hier auch die UIC-Variante und diese wurde auch nur von 1971 bis 1973 in dieser Version produziert. Dann haben wir die 4089, dieser Wagen fehlt mir sozusagen in meiner Sammlung, wurde in der UIC-Variante so von 1971 bis 1980 produziert und ab 1981 bis 2003 ins Hobbysortiment umgesiedelt und ab 1981 hat er wohl auch Leuchtdioden als Rücklichter bekommen. Und als letztes haben wir noch die 4090, den Aussichtswagen, den hat es ab 1969 bis 2003 zum Schluss auch in der Hobbyvariante gegeben. Es ist der einzige Wagen, an dem sich nichts verändert haben dürfte. Das heißt, ab 1969 hat er direkt die UIC-Beschriftung gehabt und direkt das Zuglaufschild München-Dortmund. Wenn hier irgendjemand einen anderen Wagen hat, würde es mich sehr interessieren, aber mehr habe ich nicht gefunden. Deswegen müsste der von 1969 bis 2003 in dieser einen einzigen Variante produziert worden sein. Dann habe ich mir aus meinen vorhandenen Wagen hier 2 kurze TE-Züge zusammengestellt für meine kleine Bahn. Und zwar als Zuglokomotive, wie es 1966 auf den Markt kam, die 3053. Dann den Barwagen mit der 4088. Dann den Speisewagen mit der 4087, die ehemalige 4057. Dann den Abteilwagen mit der 4085. Und diese 3 Wagen haben bei mir dann alle die UIC-Beschriftung und das Zuglaufschild München-Dortmund und als letzten Wagen die 4086. Und das ist bei mir dann auch der älteste Wagen, der hat noch die ursprüngliche Beschriftung. Und mein zweiter Zug besteht dann aus der 3054 von Märklin, auch aus einem 4087er Speisewagen, dann aus dem 4090er Aussichtswagen, der übrigens im unteren Bereich eine Bar eingebaut hat, sodass der Aussichtswagen in der Regel eigentlich nicht im Original mit einem Barwagen im Zugverband gefahren ist. Und hinten angehängt dann nochmal 2 4085er Abteilwagen. Ich werde mal schauen, ob ich diese Züge dann noch mit dem Abteilwagen 4089 mit der Schlussbeleuchtung irgendwann ergänze. Und damit wären meine Züge dann für mich eigentlich im Großen und Ganzen komplett. Wenn ich irgendwas vergessen habe, verdreht habe, ihr mehr wisst, dann wäre es schön, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Ich denke, ich habe alles zusammengesammelt, was ich finden konnte. Und das war's dann hier mit meinem kleinen Video zu den TE-Blechwagen in 24 cm Länge, den 3 Varianten, die Märklin herausgebracht hat. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.